Wir sind angekommen in Pobla de Farnals, 30 Kilometer etwa von Valencia entfernt. Leider hatte Valencia keinen Platz für uns, beziehungsweise der Hafen wird gerade aufgrund der schlimmen Überflutungen, die vor nicht allzu langer Zeit passiert sind, renoviert. Wir wollen jetzt hier 2 bis etwa 4 Wochen bleiben. 3 Wochen lohnen sich nicht, weil etwa da der Schnittpunkt ist. Ja, es stehen 3 große Sachen an für uns. Einmal brauchen wir ein Kanu dringend für wenn wir ankern. Unsere Lichtmaschine, die ist jetzt gerade so ein bisschen am Sterben. Da fragen wir mal nach, ob es hier vielleicht zum Reparieren geht oder ob wir eine neue einfach bestellen. Und der dritte Punkt ist die Windfahne. Die würden wir gerne noch ein bisschen weiter ausprobieren, richten. Denn wäre schon Deluxe, wenn wir dann weiter auf die Balearen mit der Autosteueranlage rüber könnten. Da wir jetzt so weit entfernt sind, müssen wir uns auf jeden Fall mit den Öffis irgendwie in die Stadt bewegen. Da haben wir uns überlegt, wir holen uns einfach eine Monatskarte. Ich glaube, in Barcelona hat es ganz gut geklappt. Da bin ich zuversichtlich, dass es hier auch eigentlich einigermaßen gut klappen wird. Ja, was auf der anderen Seite von nicht nur Verpflichtungen, sondern auch Vergnügen steht, ist die Stadt besichtigen. Wir haben ja von Franz gehört, dass die Stadt sehr, sehr schön sein soll. Und da sind wir auch sehr gespannt, was es so für Museen hat oder auch architektonisch zu bieten. Und natürlich auch ein paar Cafés und Restaurants. Ja, ein leidigeres Thema, was wir noch erledigen wollen, sind Bootspapiere. Ich habe die Papiere vergessen. Ich habe die Bootspapiere in Escala vergessen. Also mit Badalona hat es ja gar nicht geklappt. Dadurch, dass wir hier jetzt mindestens 2 Wochen bleiben, haben wir Escala auch schon geschrieben, dass die uns doch bitte die Bootspapiere hierher schicken sollen. Beziehungsweise diesmal an einen Access Point, also irgendwo sowas wie eine Packstation, nur halt mit Menschen. Also ab an den Automaten und eine Monatskarte kaufen. Easy. Zumindest hatten wir uns das so gedacht. So, wir warten jetzt gerade in der Metro Station, damit wir rankommen und uns ein Monatsticket kaufen können. Das ist gar nicht so einfach wie in Barcelona. Und es wirkt ein bisschen wie ein schlechter Cartoon. Ich musste jetzt gerade ein Ticket ziehen und naja, ein bisschen warten. Wie beim Abend. Wir haben auch festgestellt, dass sich sogar für 2 Wochen ein Monatsticket lohnt, statt nur einer 10er-Karte. Auch die Monatskarte kriegt man nicht überall. Das ist auch ein bisschen tricky. Nach 40 Minuten Wartezeit sind wir endlich angekommen und ja, wurden praktisch wieder weggeschickt, weil wir uns dafür bewerben müssen. Also man muss online ein Formular ausfüllen. Und mit dem Online-Formular müssen wir dann nochmal herkommen, nochmal ein Ticket ziehen und dann kriegen wir das. Das dauert auch nochmal 1-2 Tage, bis es ankommt. Also Props an Barcelona, weil es so einfach ging. Und Valencia absolut nicht cool. Oldschool. Aber davon lassen wir uns nicht die Laune verderben. Wenn wir schon mal hier sind, nutzen wir die Gelegenheit und schlendern ein wenig durch die Stadt. So, wir haben Ostersonntag und wir befinden uns jetzt mitten in Valencia an der Calle de la Reina. Wir warten jetzt noch auf die Prozession, die jetzt hier bald vorbeiziehen wird. Ist noch sehr, sehr gespannt, denn ich glaube, das Highlight für uns sind die Kluft und ganz gespannt sind wir auf die Weißen, denn die ähneln sehr, sehr einer anderen Bewegung in Amerika, die auf etwas anderes im Hinterkopf hat. Wir haben auch gehört, von Balkonen sollen Blütenblätter geschmissen werden. Nach einer kurzen Wartezeit begann das Spektakel. Gruppen in prächtigen Römergewändern, fröhliche Blumenmädchen und ganze Musikkapellen zogen an uns vorbei.
Dann kamen endlich die Kluften. Allerdings zu unserer Enttäuschung trugen sie ihre Masken nicht im Gesicht, sondern nur unterm Arm. Etwas schade, die Stimmung wäre sicher noch intensiver gewesen. Aber nach etwa 40 Minuten kamen dann die Weißköpfe. Und nicht nur die, es gab sie in allen möglichen Farben. Am beeindruckendsten für uns war jedoch die römische Gruppe. Zeit mal wieder für den Friseur. Ist noch schon ein bisschen zu lang. Da ist mein Korb. Das könnte als Toupet dienen. Also wir sind jetzt im Pobla Marina, heißt der Hafen hier. Und wir müssen sagen, der ist ultra hässlich. Oder der Fingersteg, an dem wir dran sind, sieht ein bisschen so aus, würde er gleich auseinanderfallen. Generell so die Pontons, als würden sie demnächst auseinanderreißen. Generell der Hafen ist irgendwie hässlich einfach. Aber alles funktioniert und das ist auch so ein Punkt. Also Strom geht, WLAN funktioniert hier tatsächlich irgendwie und der ist aber halt auch extrem günstig. Also wir zahlen jetzt für den Monat, wenn wir den Monatspreis nehmen würden, von April bis Mai 370 € etwa. Und das ist praktisch der günstigste Hafen jetzt, den wir seit langem angefahren haben. Das ist auf jeden Fall ein dickes Plus für den Hafen. Und schon steht das nächste Event vor der Tür, das jährliche Drachenfest. Doch bevor es dahin geht, gab es noch eine kleine Rettung. Lebensrettung einer Taube. Ich weiß nicht, ob sie es überlebt. Zum Kosten ihrer eigenen Gesundheit. Immerhin eine Heldentat von uns mal aufgenommen. Ein riesiger Bereich am Strand von Valencia war abgesperrt. Und die schönsten und größten Drachen, die wir je gesehen haben, stiegen in den Himmel. Für Groß und Klein gab es einiges zu bestaunen. Wie wäre es mit Augen so groß wie Menschen? Und mittendrin zog eine wandernde Party vorbei. Und klar, rund um das Festival hatte natürlich jede Familie, jede Clique ihre eigenen Drachen dabei. Ein Himmel voller Farben. Nach dem Drachenfest konnten wir nicht anders. Wir mussten Valencia noch ein Stück weiter erkunden. Und spätestens jetzt war klar, die Bezeichnung Grüne Stadt trägt sie absolut zurecht.
Und was haben wir jetzt dafür bezahlt? Weiß ich gar nicht. Du hast einfach bezahlt, weiß gar nicht wie viel. Mit Versand Ja, 120 oder so. 120. Wie viel wollte der Typ hier? 400 Euro. Und das für das Unoriginale. Dann 160 haben wir gezahlt. 160. Mit Versand, ja. Das Original hat er gesagt, das muss er anfragen. Preis nur auf Anfrage. Er schätzt doppelt so viel. Vor ein paar Tagen hatte das Wetter ordentlich Staub aufgewirbelt. Zeit also, das Boot mal wieder etwas auf Vordermann zu bringen. Und Schlafzimmerfenster offen gelassen. No. Halbes Schlafzimmer unter Wasser gesetzt. Moin liebe Segelfreunde, heute zeige ich euch, wie man eine Lichtmaschine selber wechselt. Eigentlich wollten wir daraus ein eigenes Video machen. Falls euch das interessiert, schreibt es uns gerne in die Kommentare. Auch unser Ticketchaos für die Öffis ist endlich gelöst. Wir haben uns einfach eine 10er-Karte geholt. Und das System ist genial. Wieder aufladbar, transparent und man kann jede Fahrt am Automaten nachvollziehen. So geht modernes ÖPNV. Mit bester Laune ging es danach in den Botanischen Garten. Ein echter Geheimtipp. Wunderschön angelegt, angenehm ruhig und das Ganze für nur 4 Euro Eintritt. Clouds now. Gonna go up, woo, in a real feel chill come move. Gonna go up, woo, oh it's all because of you. Gonna go up. Unsere Wassertanks sind inzwischen leer. Zu unserer Überraschung kann man das Wasser hier am Steg aber nicht verwenden. Im Hafenbüro erfahren wir, dass es nur eine Trinkwasserleitung gibt. Und die befindet sich an der Hafeneinfahrt bei der Tankstelle. Na dann, alles klar machen und rüber tuckern.
Als nächstes haben wir endlich mal Zeit gefunden, unsere Steuerbordseite mit dem Netz zu versehen. Und wenn wir schon dabei sind, können wir gleich die offenen und rostigen Stellen am Rehlingsdraht mit Schrumpfschlauch überdecken. Jetzt braucht es Teamwork. Wenn ich das Netz und die Schnur unten einfädle, zieht Dennis das Ganze auf der anderen Seite heraus und schiebt es über Kreuz wieder zu mir zurück. So, halbes Netz angebracht. Wir haben auch aus unseren letzten Fehlern gelernt. Hier ist es jetzt, die Klampe ist auf jeden Fall frei. Gleichzeitig ist das Netz hoffentlich stabil. Weil als wir es das letzte Mal gemacht haben, mussten wir es aufschneiden. Und wir haben immer das Gefühl, das reißt demnächst. Was zwar noch nicht passiert ist, glaube ich. Wir haben uns dafür entschieden, das Rehlingsnetz nur bis zur Hälfte anzubringen. Weil oben wir gerne Platz haben zum Fender verschieben, Fender schnell dran machen, alles Mögliche, damit es halt einfach ruckzuck geht. Das hatten wir hier, bei dem mussten wir es dann öfters mal aufschneiden und ja, es ist halt ein bisschen doof mit dem auch schieben, da muss man es immer aufmachen zu und das mehrmals und das ja, ist ein bisschen, haben wir jetzt damit hoffentlich mal vermieden, mal gucken. Die Bretter passen nicht. Naja, ist nicht schlimm, war jetzt nicht viel Arbeit und das haben wir sowieso aus dem Müll. Dachten wir, vielleicht tauschen wir es kurz aus, weil die anderen Bretter sind schon ein bisschen marode und ja, quietschen ein bisschen, aber wir behalten sie dann noch ein bisschen bei. In der Zwischenzeit habe ich unsere Sprayhood repariert. Mit Nadel und Faden ausgerüstet, bringe ich unseren losen Reißverschluss wieder in Ordnung. Und damit Dennis nicht untätig bleibt, habe ich ihn kurzerhand zum Fensterputzen abkommandiert. Auch das muss schließlich mal gemacht werden. Nach jetzt etwa 2 Monaten Rumgefrage, 3, haben wir eine positive Antwort für unser Kanu-Problem gekriegt. Ja, da hat jemand ein Kanu für uns, beziehungsweise ein Club. Jetzt sind wir gespannt. So, ich hatte jetzt ein Gespräch mit dem lieben Dani. Der hat uns tatsächlich 2 Kajaks geschenkt, weil ich gemeint habe, oh, wir sind zu zweit. Und jetzt hat er uns 2 Kajaks gegeben. Also richtig dickes Dankeschön an Club Kajak Bubbler Marina für ja, unsere neuen Kajaks oder deren alten Kajaks. Kajak Nummer 1. Kajak Nummer 2. Die ganze Zeit donnern. Gucken gerade noch, was im Kanu drin ist. Guck mal, sogar eine Finne. Finne.
Da ist beim Transport abgekracht. Naja, braucht auf jeden Fall Pflege. Hey, hey, schaut mal, was angekommen ist. Nach jetzt, weiß nicht, 3 Monaten. Das Geile. Danke, Marina de Badalona, dass ihr das abgeblockt habt und das alles so kompliziert macht. Aber wir sind wieder fahrscheinwürdig. Wir haben auf jeden Fall einen Fahrschein. Nice.